Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Kinospaziergang. Heute besprechen wir etwas über die Firma Zeiss Ikon, eine Filmkamera namens Movicom 8, gebaut 1956. Als 1909 5 große Firmen zu einer Firma zusammenschlossen, hieß die Firma ICA. Natürlich 5 wertvolle Firmen konstruierten nicht nur Fotoapparate, sondern auch Filmkameras, und dort entstanden die ersten Filmkameras aus Holz, Kurbelbetrieb und alles, was nur noch umständlich war. Ein paar Jahre später, 1926, kamen wieder mehrere Firmen mit der Firma ICA zusammen und so bildet sich die Firma Zeiss Ikon. Inzwischen sind mehrere sehr bekannte, sehr gute Firmen und produzierten diesmal Kameras, aber mit Motorantrieb, das heißt Uhrwerk. Und nach 1926 war auch der große Durchbruch für diese Kameras. Diese Firma hat auch die ersten Filmkassetten für diese Filmkameras gebaut und das war eine Sensation. Die neuen Kameras wurden dann als Zeiss Ikon Movicom Kameras auf den Markt gebracht und experimentierfreudig wie die Techniker waren, haben horizontale, vertikale Filmführung, alles Mögliche probiert, und im Vordergrund stand aber Made in Germany und alles, was qualitativ wertvoll ist, kann nur von Zeiss Ikon kommen. Es gab aber auch andere Firmen, die genauso gut und qualitative Kameras bauten. Auf jeden Fall von Zeiss Ikon sind Namen wie Kinamo, Moviflex und Movicon sehr bekannt und haben den Begriff Made in Germany weltweit verbreitet. Die Firma Zeiss Ikon hatte eine Produktionsstätte in Berlin, Görz, Berlin, aber die Zentrale und der Hauptsitz war Stuttgart. Diese Movicom 8, und das ist diese Kamera hier, ist ein absolutes Exponat. Der gibt nur einmal auf die ganze Welt. Das ist ein Geschenk von einem Werksmeister der Firma Zeiss Ikon, und der war an dem Bau dieser Kamera auch beteiligt. Und lächelnd erzählte mir, dass seine Hände so groß sind. Da spürte ich einmal bei der Begrüßung, weil Angst hatte, dass mir die Knochen bricht mit seiner Hand. Er erzählte mir, diese Kamera war in seinem Besitz. Beim Aufziehen und seine Hände, die so groß waren, haben immer aus Versehen die Optik verdreht und die Entfernungseinstellung war immer falsch eingestellt. So hat er nur für diese Kamera, für seine Kamera, diese Schutzblech für sich gebaut. Daher ist ein Unikat. Aber zurück zu der Kamera. Die Kamera ist für Doppel-8, hat ein Movita-Objektiv mit 10 cm Brennweite. Die Entfernungseinstellung ist ab 20 cm alles möglich, bis unendlich, versteht sich, und hat auch die Kamera eine Schnappschusseinstellung. Die funktioniert mit Federwerk, also Aufziehen, und die Kamera läuft, und dann Geschwindigkeiten ist Einzelbild, 16 Bilder, 24 Bilder, 36 und 48 Bilder pro Sekunde. Das war für die damalige Zeit wirklich eine kleine Sensation. Hat aber keine Belichtungsmesser. Es gibt spätere Modelle mit eingebauten Belichtungsmesser. Das Metallgehäuse das sind 2 Teile, und ursprünglich das Urmodell, so wie das hier, ist eben grau-grün, und ab 1950 waren andere Farben möglich. Das Besondere an dieser Kamera ist,
die Form. Sie schaut aus wie ein Fotoapparat, lasse sich wie ein Fotoapparat bedienen, aber die Filmführung ist was Besonderes. Üblicherweise ist eine vertikale Führung, das heißt oben und unten ist eine Spule und dann läuft der Film. Hier ist eine horizontale Führung. Ich werde mal versuchen, das Innenleben zu zeigen. Es ist nicht einfach, weil der Verlauf ohne diese Schutzdeckel ist ein bisschen kompliziert und ich hoffe, es funktioniert. Die Andruckplatte hält diese zwei Spulen ruhig. Und jetzt probiere ich. So, das ist diese Movicum 8. Es gab mehrere Ausführungen, Farben, Objektive, Blenden und so weiter. Das war die Movicum 8. Und jetzt etwas im eigenen Sache. Ich werde älter und die Sammlung vergrößert sich wöchentlich. Ich bin bereit, davon zu trennen. Wenn Sie eine gute Idee haben, bitte melden Sie sich bei mir. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.